Good morning. Waar we van de omvang met een zing nummer 1. Liebster Jesu, wir sind hier. Nummer 1. Liebster Jesu, wir sind hier, dein göttlich Wort zu hören. Lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, dass das Herz jetzt von der Erde ganz zu dir gezogen werde. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Gut ist denken, tun und dichten, Sinn uns verrichten. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren, mach uns alles aufbereit, öffne Herzen, Mund und Ohren, unser Bitten, flehen und singen lassen, Jesu wohl gelingen. Nächste Nummer 335. Nummer 335. Hör dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz errate mir, denn ich sie in aller habe und dem größten Reichtum für, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht 1000 Welten, aber dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen. Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mich in deinen Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen wie Maria tat. Good morning, everybody. De Buzz wordt van Cleveland Local
die Bas, die wel niet verloren, wordt over den speaker geroopt. En eine Frau wordt in de middelste jaren weer stand op en probeert zich een beetje haar body te stralen. Ze had al geprobeerd voor de laatste paar stunden in een busstation te sluiten op de bank en dat we niet de mogelijkste weg te sluiten. Ze kijkt erom naar manche mensen wat deze doorgedacht hebben. Ze had al 2 stunden deze geleerd van de bus wat er van Indiana hergebracht wordt. Kan nog einmal 2 stunden te leren, glaubt ze stelt zu sich selbst. Ihr Mann, wie auf einmal hastig von einem Herzschlag gestorben saß, man erträgt. Und ich will sie vor ein paar Werk bei ihrer Schwester in Millersburg, Ohio, zu sein. Du wirst tun in ihre Ionosse und den Trip durch, was sie in ihr Mann den letzten Sommer gemerkt haben. Dort wird das erste Mal gewesen, in den 36 Jahren, was sie allein taub gewesen wären, nur dem, was sie sich befreit haben. Der Loudspeaker raubt der Trick von ihrer Gedächtnis. En zei dat de bus van Portsmouth, wat nu Detroit travelend deed, wie niet wat doen. 2 mensen kwamen van de bus rauf. De eerste wie een oudere vrouw, wat een donkere vrouw was, en de andere wie een oudere man, wat al ganz grave haar had. De man verschwand bij in de duisternis, en de vrouw kwam door zijn station en dichtbij waar ze zaten deed. Met haar zag dat nu een normal Southern Negro vrouw. En haar body showt dat ze in haar jongere jaren veel arbeid gewend was. Ze nam ihre 2 suitcases en had ze nach een Tosch wat ze droeg. Most likely eine grandma wat am weg ist, om ihre Freundschaft besiegen, dacht sie zu sich selbst. Der Negro-Frau, die Frank saß zu dichtbij von dieser Witwe und smiled, als sie de Toschen rauf sah und zei, "Good evening, ma'am." Ja, dat is een fijne Abend. Dort saß es zwar nicht drin den ganzen Tag tief in Indiana, aber hier ist es fein und klar, sagte die Witwe. Die 2 Frauen fangen an zu vertellen, und als sie vertellen, spürt sich, dass es von der Zeit viel Busse vorbeiging. Die Negro-Frau wie ab ihr Weg nach Buffalo, haben ihr jüngster Jung besiegen. Sie wohnen in Eastern Kentucky und hat auch für die letzten 10 Jahre getravelt, oder 10 Monate, 10 Stunden getravelt. Sie sehen, dass sie noch ein paar Stunden zu traveln. Und dort geht aber nicht lang, dann fangen sie an, von der Witwe zu reden. Die bist Amish, bist du nicht? Sagt die Negro-Frau. Jo, ich seh, hast du mal mehr von unseren Menschen gesehen? Oh, bloß einmal, als hat meine Tochter Priscilla in Cleveland 4 Jahre zurück besucht. Wir waren dort am Farmers Market ein Service und du waren was Amish früh ist, was du deinen selbstgemerkten Rugs verkaufen. Der Indianer-Frau redet von, weil ihre Mom fertig hat, Rugs gemerkt hat, aber sie keine Geduld hat, um das selbst zu proben. Die nicht lang, dann fing sie an, von ihr Glauben zu reden. Der Amish-Frau, die ist surprised, dass der andere so viel von ihrer Bibel kennt. Und sie will schon merken, dass sie an der Negro-Frau werden fernet Impression lassen und dass sie will glauben, dass sie ferne christliche Menschen werden. Die Zeit ging so sich vorbei und die Frau ist reden von vielen verschiedensten Dingen. Der Amish-Frau kijkt naar de klok en zei, "Wirst du wel een beetje nog mijn dingen ophossen, den Tijd waar ik om mijn hängen gezicht waschen? Du sind ein Ding, waar ik nicht gleich von traveln ist, so viel Rück, was hier in der Lauf ist. Ich glaube, ich würde mich besser fühlen, wenn ich mal wird waschen und meine Jungen mit kaltem Wasser waschen." Der andere Frau sagt, "Ja, ich tue das wirklich für deine Taschen abhossen." Der Amish-Frau ging dann nur der eng von der Station, wo der Bathroom war, und dort sich durch ihre Gesicht waschen. Dann fing sie an zu denken, vielleicht wäre ein bisschen busig, um nie all die andere Frau mit meinen Dingen zu trusten. Was, wenn sie auf einmal was bei meinen Tasche durchgehen? Dann mal ab hier mit von sie und reden, oder denken sie, das Frau zu sich selbst. Die andere Frau ist eine feine Frau, nicht ein Stehler. Sie wird vorher mit ihr Gesicht waschen und ging trägt nur das Saat. Falls du nicht besser, fragt die andere Frau mit einem friendly voice. Ja, ich tue, mich spürt sich so das Haupt immer. Ich glaube, ich will auch mein Gesicht waschen. Was du auch für meine Dinge abhossen, den Zeit, wo ich wach bin? Der elderly Negro-Frau, die ging durch der, und die hat nicht lang, dann kann sie den nicht mal sein. During diese Zeit, dann da der Amish-Frau ihre Tasche aufmerken, um ihr Ticket durchzunehmen. Oh, ich will bloß schon merken, dass sie zu sich selbst, dort mein Geld alle ist. Ja, hier sind 2 $5, 3 $1. Oh no, mein $10 ist missing. Sie können Maß nicht glauben.
Sie kijkt durch ihre ganze Tasche und jeder fährt, was du wie eine ganz ungene Tasche. Aber der wir ganz weich, du wie kein $10 zu fangen. Dann fängt sie an, oder andere eng von der Bank zu rätschen. Und dort sie über doch, was sie dort sie den Negro früh ihre Purse aufmerken und checkt du, sie mag alle Bills. Ja, du mag alle andere wie ein $10. Und dort sie viel über doch, glaubt sie bloß, ja, das mag meiner sein. Und dann nimmt sie den Dorit. Aber was wird nicht sein, wenn der andere früh ist kommt? Sie ist most likely nur arm und hat sich bloß ein bisschen mal Geld merken. Und aber der trägt sich nicht so arm, als wenn so arm ist. Anyway, stellen. Ich kann mir nicht $10 tragen, das alles wird bohrt. Ich wollte bloß nicht von reden, wenn sie du nicht nur fragt. Der Negro Friede kam vom Washroom trägt und der Widow probt sich so abzustellen, als wenn er nicht arg wäre. Und aber sie können nicht mal so spazieren, als was sie auch hat. Nur eine kleine Zeit, dann kam die über dem Loudspeaker, dort der Buzz, was sie mit wachfahren wollte, wie nicht was tun. Sie sieht bei zu der Negro frei, und dann wird sie wach nur der Buzz. Dort geht nur ein paar Minuten lauter, dann wird der Buzz wach. Sie dort sich ihr Kopf hängen an der Bank lehnen, und dann wird es nicht lang, was sie eingeschlagen wird. Als sie wie saß weg, bei ihr dachte er, hieß sie was, weil sie war der Träger noch hieß, nur Indianer. Dort wir klock 3 Uhr aus der Taxi noch hieß, brachte er das Mal 18 Acker Farm. Dort spürt sich so gut, dass ich war der Tief sein. Kann nicht lernen, weil ich war an meinen Garten schaffen kann, sagt sie zu sich selbst. Sie nimmt die Schlädel und deutet der aufschließen. Als sie in der ersten Stufe dann ging, sah sie, dass irgendwer hat irgendein Envelope an den Sofa neue Spalt. Sie deutet der Suitcase rauflein und merkt das auf. Du findest $10 bei und dann noch ein Papier. Du boven wir geschrieben. Ich fand dich bei den Bar, als ich die Stufe dort dran merken, den Tag, wo die nur Ohio fahren dort. Ich hab die heute noch einmal genug Geld und dort die ganz bad drüber ist gekommen. Dort wir jetzt sein bei ihrer Großtochter Millie. Ja, sie hat genug Geld gehabt, um den Millersburg traveln. Aber what about the Negro Free, was sie du an der Busstation sah? Hat auch genug Geld, um bei Buffalo kommen? Sie dachte an, was der andere Free wird vielleicht ihre Wallet aufmerken, um für ein Bus-Ticket betonen, und dann fängt sie ihre $10 sein wach. Und dort wird ihr nicht zum Arschschadern merken. Sie fühlt sich so guilty. Wo hat sie könnte ihr Free ihr Geld nehmen? Sie hat so schwer gewiss über sich selbst. Wovon Christus jetzt Witness, wie sie du ihr warst? Was wird der Negro Free denken von der Amish für das ewige Part von ihr Leben? Mit all diese Frauen schwab ihr hat, sah sie sich auf ihr Stillstuhl in Rotseier. Ik reis in in de naam Jezus Christus, ons Rader en Erlöser, wat waren vandaag met ons is. Dat je dank is mij immer veel weer te denken aan de genoeg Gottes en wat van ons het maken dat in ons leven, wanneer we erkennen doen, wat de genoeg Gottes voor ons is en wat er voor ons door aanstoot dat. Dan zou ik schon een Geschichte hier van nicht de conclusions hupsen, welken zou we dingen, circumstances im Leben und dann fühlt sich gleich wirklich der Antwort zu weiter. Und der Geschichte dann sei ja klar, nicht hoffentlich wird zu einer Antwort hüpfen. Ein Gedanke will ich abheben, dass Leute, wie singen deuten. Dort sagt hier, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Der Gedanke läuft mir satt, wenn Gott sein Wort nicht mehr wird es zu gelten, oder unter wie gesagt, die Wahrheit ist, worauf soll unser Glaube dann festbauen? Da hat keinen Grund dann. Alles, was wir tun, ans Predigen, ans Bibel lesen, hat keinen Grund, wenn das Wort Gottes nicht mehr wird, es zu vertrauen. Aber ich danke Gott, dass sein Wort Wahrheit ist und das Wort hat ewig jeder zu vertrauen. Das ändert nicht und das bleibt trustworthy, wie ich auf Englisch sein. Und das ist noch, warum wir noch einmal predigen dann. Das ist noch, warum wir noch einmal das Wort Gottes an zu Fuß und Halle tun, because das bleibt stehen.
Alles andere, das verjährt, ein Religion oder das nächste, das ändert sich und change sich. Aber Wort Gottes, das bleibt immer rein von Ewigkeit her. Und das wird als ein Stein für unsere Fight, wo wir relaxed leben können, wenn es steht für uns. Gut, ich will die Botschaft noch mit dir gehen. Marweg als Bible Study, hof auch in der Heim. Nächste Sonntag haben wir geplant, Jugendstunde haben, hof 3, was hier bei der Kirche gläubig sind. Next Sunday is ook Youth Ordination te Hof 8. En bitte brengt de launchers. We worden buiten gaan dat mijn mensen kunnen deelnemen. En bitte werden we ook voor Ernst en Susie fout beten. Dat zij worden kunnen ruhig blijven im Geist Gottes. En zij worden kunnen relaxed blijven en vriendelijk zijn. En voorwaarts kunnen im Glauben. Zij gaan im Autotouw. Aber weil wir für ihn beten, dass zij worden durch diese Zeit kunnen Gott seine Nähe wirklich feiern. En dat zij worden kunnen seine Güte feiern. Nächste Sonntag ist the offering box für the General. Und die englische Botschaft ist für was Walter Reimer hat und die deutsche Botschaft was Predigt Eddie Bergen hat. Willy Sawatzkis, sie bedanken sich auch für die Multiden, die sie gebracht für ihn und auch für die Leute, die sie haben gefeilt von der Schwester. Das hat ja weiter, sie haben ein Baby schon getragen, also sie sind sehr dankbar für was die aus der Schwester hat und ihnen tun. En voor die Gebetsgedanken waar we aan denken aan Carmen Friesen en Josh Gunther te beten. Ze zijn hier van de regierung uitgesteld hier voor onze area te regieren en aanleiding te geven, zodat we aan onze gebeden erhouden. Dat is 1 Timotheus 2 ons leren dat, voor de regierungsamten te beten. En dat gelijk als zij zijn, dat we dat beständig doen. Goed. Wir waren übergehen zu uns Timer. So bevor wir übergehen zu unserer Botschaft, werden wir uns hauptneigen zum Gebet, bitte. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir, Lord. Ich danke dir, dass du hier bist, Lord. Ich danke dir, dass du uns sein hast, dass dein Wort Wort ist, Herr, und dass du treu bist zu deinem Wort und du stehst bei deinem Wort bei, Herr. Und wir können dort vertrauen, Lord. Ich danke dir dafür, dass du hast uns so eine große Versprechung im Wort gegeben. Und Lord, dat het woord niet laat trainen die, Lord, wenn het woord uitgebracht wordt, Lord, du darfst wat met, du gafst den increase, du merkst het wassen, zoals de regen van Himmel valt, en de boom, en al de vruchten van wassen, Herr, zo, was wir ook van die woord, Herr, en ik bid van jou, du waar we genoeg schenken, Lord, du wirst die woord klaar uitbrengen, durch mich, himmlische Vater, ik zie ons, en Lord, dat weet du ook goed voor, aber ik bid dat die woord wordt hier regieren, en die woord wordt uitgebracht worden, dat wir als die Kinder worden ons leven leren op die woord te zaten en doen te leven, himmlische Vader. Ik dank dir für den Geist Gottes, wat hier is, Herr, en moest du helpen dat ons zijn en ons hart wordt kunnen bedienen zijn, en we worden kunnen je focus zijn op wer du bist, Lord. Dat bid ik in die naam. Amen. We hadden een paar weken terug een timer van Engel, en ik ben niet doorgekomen met mijn timer. En zo, ik wil vandaag nog weer gaan van een timer van Engel. En moet zijn, wat weet wie waar van deel komt. Ik hoop vandaag kan ik einde kant van de Engel Schluss maken. Dan wil ik de nächste series van de demons en demonic powers reden. En wat ons effecten doen. Wel een klein beetje review doen. We zagen dat vijfmaal dat de engel zijn van Jezus Christus zelfs gemerkt. En dat Jezus even de engel is. De engel zijn leer als Christus. Then actually Paulus sagt, dass ein Engel würde uns eine andere Botschaft bringen als das Evangelium. Der Engel soll verflucht sein. Und so dort redet von, dass der Engel sein ohne Christus. Wir sagen auch von, wo der Engel volle Deute, ein Part von der, ein Drittel von der, in Offenbarung Kapitel 12 sagen wir, dort ein Drittel von der Engel, der war draufgenommen, der Falle mit Satan. Darauf, so Satan hat seine Anhänger. We zagen ook dat de engel had ook alle in de gelegenheid gehad, Gottes genoeg auf te zijn, oder Gott auf te zijn. Kijk, als we als mensen, we leven in een tijd van waar we kunnen entscheiden voor God te leven, oder gegen God te gaan. De engel had ook een tijd gehad, waar ze kunnen entscheidingen maken, ze willen God doen zijn, oder zich erheben over God. En dat is waar Satan dan volle duidelijk entscheidt zich, Christus, zich over Christus te erheben. En dat is waarom hij volle duidt. En du wenst, wat de kleine Kreatur in Himmel sein, wo du sich nicht entschieden hast, wie Gott zu sein. Und du siehst wie die Wichtigkeit an der Freedom of Choice, was Gott manche gegeben hat, und auch der Engel. Und wir sagen auch,
dort, was der sein wird für den Engel, dann gehen wir dann da in der Gouden Engel nennen, oder der Holy Angels, wo wir dann nennen. Und wie soll der abgehen, was der Purpose wird, und uns deuten, in verschiedenste Wege, wo sie uns deuten, trösten und freuden, beschützen und leiden. Aber wir sollen auch, dass der Engel meins will uns breaken deuten und uns auf unseren Track stoppen merken. Das ist Biliam, wo Biliam am Weg wird, und hat sich wieder ein Engel, und der breakt Biliam durch und so, und du meinst Stahl holen. Und der Engel wird, so sagt, je Biliam, der Engel will ihm ein schwer dort merken. So der Gouden Engel sind nicht bloß durch und so, von uns immer beschützen und begleiten, auch uns mal zu helfen. So wie ein Schick von Biliam. Und von da habe ich einen Punkt, wo ich von da gleich wieder zu gehen, von den Sinn, von der Purpose of the Angels, will ich noch einen Punkt mehr davon reden, und fängt wir in Matthäus 18, und hier wollen wir uns Thema von da abpicken und wieder gehen, Matthäus 18, das ist, wo Jesus eine Lehre hat, und hier hat er Lehre von kleinen Kindern, und dann geht er und dann switcht er über nur Gläubige. Wenn ich so als ein kleines Kind, der war das helemaal nicht sein, sagt er, und dann geht er über, Vers 6, fängt er up, whoso shall offend one of these little ones which believe in me, so that yet he does not gläubige, it were better for him that a milestone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depths of the sea. And dann hebt sie eben in Vers 10, take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. So there's a clean one, these little ones refer to die, wat an Jesus geloven doen. En dan zegt hij, wie zullen oppassen, hij zegt diesen disciples, pas ab, dat je niet worden, een voor deze kleine offenden. Dat meint zoveel toezaten, oder merk gevallen, oder weidonen, wengs, de engel, die zijn immer in Himmel voor God. And they do always behold the face of the Father. Das ist auch der Amma, dem Vater sein Angesicht. Der Point ist dit, dort, wenn wir manche, schwache Menschen, little Christians, würde vielleicht sagen, oder the little ones, wenn wir die ansteiten tun und eine Offense machen, da der Engel sind für Gott und die sind für den Vater und die Leute, was sie Instructions kriegen, wo sie sollen tun und responden. Und so, Jesus sagt, passt ab, was ihr tun. Because da der Engel sind beim Vater. Und die sind bereit, zum Instructions kriegen, wo sie sollen responden. Das ist zweifach doppelfold. Eins, wir müssen aufpassen, wo wir mit anderen Christen handeln. Und zweitens, das ist ein Trost, in dem, dort, wenn wir klein sind und schwach sind, dann weit wie du sind, Gott hat Engel eingestellt, was du für uns anstehen und was du uns treu sind zu bedeuten. Das stehen nicht bei uns an, du für unsere Sünde oder Intercessors, das Jesus das. Aber wenn Gott in Gebot geben das, dann kommen sie rauf, dann erfallen sie das Gebot. Die wollen wir von noch mal von Hand von Daniel, wo er auf Leben deut. Wat passiert dat? Aber der Engel, der Lehrer, du, nun Gebot von dem Führer, dann können sie dort erfallen, ab bei ihr, was Gott gesagt hat. Und so, wenn wir in schwacher oder a little one offended down, dann weiß wir nicht, was von Instructions Gott wird dem Engel geben, was er verantwortlich ist für diesen Christian. Nu hebben we even gaan, dat wordt mijn wrap-up zijn van de purpose of angels. We willen nog meer points over die feit. Maar nu hebben we even gaan in de forms. Wat laat de engel dan? Vaak hebben we de impression van de engel had grote vlechten en de dagen en er zijn meestens een lightbulb en de vliegen zich allemaal ram en er zaten zich niemand op de eerd. Maar wat laat het engel in de Bijbel? En het eerste geschicht wat ik gleich te bechecken, te betrachten, in de leer van te gaan, wat de engel laat, dat is in Mose, 1. Mose 18. Da haben wir eine sehr feine Geschichte von, wo Abraham in Kontakt kam mit Engeln. Und da fangen wir von, wo Leute deut. Ich dachte, das wäre eine sehr feine Geschichte, wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen, nicht bloß im Haus die einen Vers lesen und dann sagen, wo dann Leute deut, aber bitte die Geschichte betrachten. Hier sind 3 Männer. Abraham ist ein Zelt. Not heute even dag en hij relaxed probably, because de heitste tijd vandaag doen ze verken ruhen. En dan doen ze tieren schaffen. Dan wanneer het heute weer, dan doen ze in Schalte zijn en relaxen. En dan wanneer het weer aufschauen als ovens, dan doen ze weer schaffen. Dat weer met de schedule. Dan komen 3 mannen gaan. En Abraham zit dort, hij staat op en hij bereist dat en hij loopt het aan en wil hem met water geven. En de feit waschen.
En dan gaat hij weer, hij merkt, hij holt zich een paar vaten chalva en holt wat meel en merkt wat keks eruit. En dan fordert hij deze drie mannen, dat jaft hij te eten. En dan verhuizen deze drie mannen in vers 9 zeggen ze, en they said unto him, where is Sarah thy wife? So als je eten han alles, dan maak je dronken en butter je houdt en beet alles. En dan vraagt deze man, wo is Sarah die vrouw? En Sarah is dan krijgt, en dan zegt Abraham, behold in de tent, Sarah is dan heen aan toe im Saal ben, en ze er niet te zijn, maar zij kon horen wat ze vertellen dan. En dan zijn deze drie mannen dort, weet wat, nu de tijd, to the time of life, according to the time of life, zegt dan wat Sarah een zin han. Dat is de nodig wat we dan komt hier brengen, dat Sarah wat een zin han, dat fing in vers 10. And Sarah heard it in the tent door, and she was behind him. And now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of woman. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of surety bear a child which am old? So Sarah hielt het, zij aste een zelfbaan, en zij is al oud, en nu zegt dus morgen, weet je wat? Nu deze tijd in mijn leven, waar ik waar kom, dan wordt Sarah wat een zin had. En Sarah lacht dit. Dit is te lachen. Dit is basically een joke, wat we vielleicht op Engels zeggen. Dit is spoes. En dan zegt de engel. Dan zegt het, and the Lord. Maar je niet zegt het, and the Lord. Dat wordt de Lord als Jehovah. Dit is wat de Israël, de Jehovah God, dat is wat de Jews, God noemen doen. En zegt, and Jehovah said unto Abraham. Sie mag, dit wird nicht bloß een man, dit wird the Lord. En dan zegt Abraham, nou waarom lacht Sarah? Wegens ik zei verzeker, zij wordt een kind aan. Dan zegt hij, als de eerst voor tusch was voor God, and at that time appointed I'll return unto thee according to the time of life, Sarah shall have a son. And then Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. En Sarah zei prophet naar 20 vers 3, no, ik lacht actually gleich, aber Gott sagt, ja, die Deutsch lachen. Ja, die Deutsch, dat wird so. En dan wird, zij wird Angst, en zij wordt aan, zij deelt met een andere macht, als pas met een normale mens. En dan, waar we schon klein bisschen wieder gehen, und dann sagt Gott zu Abraham, soll ich erst was von ihm verstärken? Und dann sagt Gott zu ihm, was passieren will, hij is raufgekommen, hij wil naar Sodom en Gomorra gaan, hij wil zijn wat du actually is, hij heeft die hit van het geschrei. En dan draaien twee van de mannen zich om, en ze gaan, en het zegt, Abraham stood before the Lord, dat vinden we in vers 22. And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. Wenn wir die Geschichte so durchlesen, dann, wo sie dort hier, das sind drei Männer. Sie kommen euch heute nur Mittag, Abraham bedeutet. Und dann fängt die Bibel an zu brücken, the Lord, das meint Yahweh. Hier ist Gott einfach in der Person durch uns. Und dann sagt Gott zu ihm, der wird noch einen Sehen haben. Und dann sagt Gott, hij was komen te nu zijn bij Sodom en Gomorra deed. En dan gaan twee van de mensen, die gaan weer, of de men, zeg niet twee, maar de men turned. Aber Abraham stond voor God. So de man, wie de maas een te dreden, zegt, aber Abraham stond voor God. En dan gaat hij in gebed met God. En dan vangen we de nächste kapitel, dat de twee mannen, de twee engelen, komen in Sodom en Gomorra overgaan. Da laat ik verstaan als einfach Gott durch Drache in der Person wird. Und was, wenn wir die Geschichte so überlesen. Ich werde ein Bruder hofft, man staut ab und dann klickst du mir noch nicht auf Bible Study. Aber sagt er immer, war er überlesen, Leute. Da muss er überlesen und hier ist einfach Drache so, als Gott hat Abraham besucht im Fleisch. Aber besides the point, wie weiter wieder Engel. Diese zwei Engel, die in Sodom und Gomorra kommen, da wieder zwei Engel. Und was wir von dieser Geschichte lernen können, ist, Engel nehmen die Gestalt an als Menschen. De hand die macht, kracht zo'n gestalt anzunehmen, als wat ik en du drogen doen. Auf een körperlicher Gestalt. Wengs zij eten. En zij dronken, dat is wat normale mensen doen. En Abraham heeft er niet goed erkend als engel. En hij daarin bedoeld. Maar dat kan we zijn, dat is einfach, de nemen de menselijke Gestalt aan en dat weer engel. Dat zijn we nächste Geschichte ook van Lot. Lot nam bij een dag en de mannen wordt in Sodom en Gomorra weer, die weer
nicht viel anders wie diese Dog sind, wie die Gays. Und sie wollen diese zwei Engel actually missbrauchen für sexual relationships. Und dort waren ganz verboten. Aber das war so menschlich, dass sie dachten, das wären fremde Männer, was du in Dortmund ankommen und sie wollen ihn missbrauchen. Und sie haben die Engel mistaken für Männer. Und dort sage ich uns, dass Engel können krankste Leute als wir als Menschen. Und dat is waarom ik in Hebreeën ving we in de spreken dat we zullen gastvrij zijn. Wenn some mensen gaan dadurch unawares Engel bedeut. So dat is ganz leicht möglich, dat ik en du in ons levenstijd worden kunnen een Engel bejenen, ohne dat du dat wisch maken, because hij kan de gestalt aannemen als mensen. En dat is vielleicht een vreemde gedanke, aber dat vingen we in de Bijbel, dat het zo passiert dat. En Hebreeën ons motto spreken dat we dan gastvrij zijn, wenn mensen gaan unawares Engel bedeut dadurch. En ik dacht zo, vielleicht willen we nog alle een paar gouden dingen hieruit nemen. Ik dacht zo even aan de oudere Schwester, wat we in de gemeinde hadden. Sarah en Abraham, die werden oud. Nicht bloß mehr oud, sie werden al ganz oud. Abraham wird mehr 100, Sarah wird auch weit in den 90s. En zu dieser Zeit sagt Gott, weißt du was, ich kann ihn danach brücken. En je waren in zijn hand in deze tijd. In je levenstijd, waar je gestorven worden, in deze tijd om leven, nächstes jaar, waar je in zijn hand. En dat is een grote troost, dat wanneer we alle worden, dat God heeft danach niet mag, ons te brücken. In the kingdom of God, waar we niemand zich te oud, danach, dat God ons brücken kan. Wenn God zijn mag, als Gerater, als voor ons körperliche mag is, en hij kan ons brücken, bij oud toe. En ik dacht dat we in zo'n schwakke beeld, waar God zich een oudetje feest, willen dat te brücken. En hij had zijn maag even aantonen, dat zij de maag hadden dat te doen, wat er ganz aanmerkelijk werd, voor zijn eer. Sarah geloofde dat dat wordt al niemand zich passeren, maar God zegt, ja, dit wordt passeren. En dat is een troost dat we kunnen nemen, dat God dat ons brücken, maar alto, krijgen dan, waar oud we worden, krijgen dan wel aan de körpers worden, God brückt ons en hij heeft de macht dat te doen. Een motto spreken wat ik dus zei, dat ja's aanluren. Ik deed mezelf vragen, zoals ik hoe lang is er al dat ik einfach mal een ganz vreemde baan gehad. Leicht er einer, de vrienden, dat wat we kunnen doen, die luren we leicht aan, aber von Engelsch hebben we leren, we zullen ook strangers aanluren, wat we niet kunnen doen. Waar we hier een gastvrij zijn, en eerste mensen gaan krijgen, wenks eenmaal, wat God die zei, een dag dan en dan, wie ik doe in de vorm van een angel weer doen, die houdt zijn bij die zelfs thuis en die wordt het niet meer aan. Dus een geschichte van wo mensen dort was het beleefd hebben. En niet bloß wenks dort, Jezus sagt, wat we aan de Gläubigen doen, dat we te arm. So wenn wir jas aanluden doen, dan hebben we arm beständig bei uns. Because hij zegt, wat je had het aan mij doen, en we wisten dat niet meer. Dat vingen we in Matthäus, wat er passiert dat, wo Jezus rechte dat. Angels kunnen ook durchsichtig zijn. Dat hadden we vielleicht in Wasser auf hem, oder da haben wir eine Geschichte von Biliam, dat Angels kunnen durchsichtig zijn. Angels, we hebben niet veel tijd dus in dat spenden, aber Angels kunnen verschiedenste vorms aannemen. Dat zien we in 2 Mose 3 vers 2. And the angel of the Lord appeared unto him in the flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush consumed with fire, and the bush was not consumed. Wo Moses schaffen dat, hij jengt en brandde een bush. En dat zegt, dat weer een engel, voor dat reden dat weer een vorm of een angel, dat God spoke out of. En zo, dus zei we dat de engel had de macht, in vorm van een vier aan te nemen in een bush, wat de ganz weer normaal is. En dat is de vorm van het, de manifestation, wat ik op Engels zei, wat de engel zich revealed doet. En we vinden het ook in 2 Mose 14. Den vers wil ik gleich te lezen, maar ik had niet gewusst dat het een angel werd. 2 Mose 14 vers 19 zegt het, and the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. And it came between the camp of Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them. But it gave light by night to these, so that the one came not near to the other all the night. So basically, he zegt that the angel of God, which went before them, and this angel of God, wat weer een pillar. Dat weer een cloud, en dan weer een pillar, a cloud of pillar, en dat ging van far end
hängen end, en een ze weer dag, en ze weer diesta. En dat weer in form of an angel. En wie sagen wir, was bloß ein Waldje was, aber die Bibel sagt, dass the angel of God wie dit. So it was a form of an angel, wat du schaffen deut. En so, wie kann es sein, dass der Engel kann sich verschiedenste Forms antreiben, sich manifestieren, sich beweisen. So, als nächster Punkt, wo wir nachchecken, ist, was haben Angels für Capabilities? Angels sind nicht, so sag mal, was ich Beispiel gebracht habe für uns Menschen, wir sind nicht bloß im Fotocopier neu schmieden und alle rein. Angels sind the same way, nicht alle identical. Gott hat nicht bloß einen Engel gemacht und einen Fotocopier gemacht und einen Copy and Paste. Er hat Engel verschiedene gemacht und er hat verschiedenste abgehoben. Nicht alle Engel haben dasselbe gemacht, dasselbe abgehoben. Klar, dass wir als Menschen nicht haben. Und der Welt ist sehr creative gemacht und diverse. Und some von diesen abgehoben, weil wir nu fangen in Daniel Kapitel 10. Und das ist, wo wir vielleicht ein bisschen in frische Wunder anstoppen worden. Für some von uns. Aber das ist eine Lehre, wo ich durch die Titel manchmal was ich von gelesen habe und studiert habe. Aber in Daniel Kapitel 10 fangen wir was ganz Interessantes. Wat ganz interessant würde ich bloß sagen. Daniel hat für 3 Wochen gefasst und gebet. Er hat bloß Greens gegessen, nicht Fleisch. Und er hat sich nicht seinen Körper erneuert, probably sich nicht gebot. Und dann kam da ein Engel, das fing wie im Vers saß, and his body was like the pearl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like color to polished brass, and the voice of his words like the voice of multitudes. They kämpft naar Daniel en hij vangt met Daniel te reden. En Daniel klopt ganz taub. Hij wordt ganz schwach. Hij heeft keine Kraft meer aan zich. Wenigstens deze herrliche Oorzaak wat hij zijn dat. Dat wordt vielleicht da ans normale Verständnis von einem Engel sein. And they shit him on, and on sagt and he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, far off, understand the words that I speak unto thee, and stand up, for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand, and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. And now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days. For yet the vision is for many days. Wat we hier aanhouden, wat we hier zijn is, Daniel deed. En deed. Voor 3 weken, en hij kreeg niet een antwoord, en hij kreeg niet een antwoord, en hij kwam niet. Dan am hoogste as had hij een vision. En in zijn vision zit hij een engel. En dan redt de engel met hem. En dan zegt de engel te hem, weet je wat Daniel? Van de eerste dag waar dit uit beden, hield God het. En ik kwam eraf. En dan zegt het, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 121 days. Aber the prince from the kingdom of Persia, and prince is somebody with an macht have, somebody with an authority have, they held me up for 21 days. But Michael, the chief prince, Michael as an archangel, waar we leren een beetje meer van gaan, Michael kwam en hij kwam me te helpen. En nu zie ik bij hier die er nu recht te geven. Wat we zijn dan as the prince of Persia, the main understanding wird in a demonic power. God schickt een engel naar Daniel te antwoord brengen, de revelation te geven. En aber der breekt zwischen de hemel en de aarde te zeggen, voor 21 dagen en er wird een kampf zwischen the prince of Persia en deze engel. But Michael kwam en hij helpt hem uit en nu kwam hij naar Daniel en zei aan wat er passiert is. Er wird ein Kampf, was in the heavens passiert ist. Und wir sehen hier ein paar Dinge, die Capabilities. Eins, nicht alle Engel haben dasselbe gemacht. Wenigstens, Michael hat die Authority, diesen Prince of Persia zu sehen zu jagen, und das ein Engel kann nicht. So, wenn ich das mal schön aufmalen, let's say, das ist hier the heaven. Wir wollen das Bild mit Meier brauchen. Hier ist die Erdball. Daniel zijn gebed weer voets bij een hemel gekomen en God hier het voets. En dat is nog eenmaal zo. En een engel kwam erop. En hier waar we hier zijn Prince of Persia.
En durchstattet voor 21 dagen. Bat nach een engel kwam Michael, de archangel, hij kwam rauf en hij deed dan am helpen en dan kwam de eerste engel bat Daniel. En dan dat hij am erklären wat er passeren wordt. En dan zegt hij in vers 21, vers 20, then said he, knowest thou wherefore I come unto thee? Now will I return to fight with the prince of Persia, and when I am gone forth, lo, the prince of Greece shall come. The prince of Persia, we waren ook van demonic powers gaan en wat er alles involved is. Aber voor nu zien we dat er conflict is in the heavens tussen de good angels en de demonic powers. En dat is vielleicht een ganz nieuwe gedanke voor je. We waren een paar bibelversen maar die verbroken te supporten. Aber dat is wat hier passiert is. En Michael heeft een grotere authority als wat some van de anderen hebben. Gabriel als een messenger, wat de boodschap weerbrengen dat. Michael als een warrior, dat zien we waar we in Offenbarung nog gaan. Waar hij is de archangel en dan hij is de lead warrior van de angels in heaven. So hij is al een kreeusman. En dat is wat hier passiert is. En dit passiert in de hemelse wereld. En Daniel wist niet wat er aanging. Maar het passiert in de hemelse wereld. Dan moet ik dan in de spiritual realm. In de aanzichtbare wereld. Wat we niet zijn doen. Dat is wat er passiert is. We vinden dat in Epheser kapitel 6. Dat we kampen tegen machten. Diestere machten. Wat in de laf regeren doen. Dus diestere machten. Die regeren in de laf. En de angels komen manchmal in conflict met de diestere machten. Niet bloß we als mensen. Because de diestere machten zijn tegen God. De engel schaffen für God. En dan heeft het conflict. Maar vielleicht glaube ich, das ist bloß ein twisted understanding of Daniel chapter 10. En waar we moeten de Jude drehen. Jude vers 9 hebben we een zeer interessante gedanken. Jude vers 9. Jude komt groot voor Offenbarung. You find me that likewise also, likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despising dominion and speaking evil of dignities. Yet Michael the archangel, if you think about Michael, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuke thee. Hier hebben we een andere pil. Hij had je wist dat Michael, de archangel, heeft met een vriendje vet over Moses in Charpa. Nou waarom? We kennen ons was het een vette stellen, maar de Bijbel zegt niet, nou waarom? Dat zegt bloos, du een zangje was, tussen Michael de archangel en Satan. En dat zegt Michael de archangel, wil zich niet zelfs te zijn tegen den vriend. Hij braucht geen railing accusations tegen den vriend zelfs. Maar hij zegt, the Lord rebuke thee. En dat is because de Satan heeft een zager de macht. En Michael wist het niet bloß zelfs de macht te rushen dat te doen. En hij bracht de macht Gottes te ver. Aber du hast literally in the history, als de sankje was tussen Michael de archangel en Satan, wens Moses in Charpa. We kennen ons ideeën op uitdenken of randelijk kunnen zijn. En de kinderen Israël worden vielleicht aan Moses in Charpa gevangen, want ze een idol gemerkt. Er is een andere ideeën, aber dat weten we niet vanaf. Alles wat we weten is, de vriend van Moses in Charpa. En God had een ander plan met Moses in Charpa. En dan heeft het de sang tussen de vriend en Michael de archangel. Dit vinden we in de schrift. En dit passiert in de spiritual realm. In de wereld wat we niet zijn doen met onze physical eyes. Maar dat passiert. Nog een kant wat we vinden doen, dat is in Offenbarung kapitel 12. Wat we laatst een klein beetje van, maar ik wil gleich weer maar tijd nemen te dit bechecken. Because it is an important picture what we zijn doen. Dat de battles in de hemelswereld existen dan. Dat is real. Dat is niet imagination. Dat is pas uitgedacht. Dat is something what existed dead. En dat vinden we in Offenbarung kapitel 12 vers 7. And there was war in heaven. Hark, du wird Krieg in hemel. Krieg. Ganz nie gedanken. Niemand had gedacht dat de Krieg in hemel wird. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was there found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength,
and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. When the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Vad du? Okay, so ett par dingen är ganz klar. Ein das, du hast Krieg gewast, oder was seine, in Himmel. Sam würde sagen, das vielleicht dann mal als so ein volle Deut. Ich will hier ein bisschen eine Timeline aufmalen. Zum Seine, das sind really bloß some options, wenn das passiert ist, oder wenn das passiert wird. Wenn man sagt, Creation ist hier. Hier ist der Himmel, hier ist die Welt. Hier fängt Creation an. Und wie weiter das so tun, dort sind für Adam und Eva. Dann wollen wir weiter tun, als wenigstens der Schlange wieder in der Garden of Eden. Und Adam und Eva haben noch nicht gesündigt, und der Schlange dort endlich versiegt zu sündigen. So wie weiter das so tun, hat gesündigt, wo ich bloß Sinn handschreiben für den Sotan, der hat gesündigt, für die Menschen sind gedeutet. And they actually, in fact, that the man should lead to the sin. And so he has Zutan sin voll. And he has the man voll. Dat wird nicht viel Luther. Und dann wird Zutan all abgewählt. So wie weiter, dat Zutan wird all dann abgewählt. Und dann fingen wir, hier ist, wo wir sagen, hier ist der Flood für ungefähr. Und hier auf dem Buch wird, Jeruts, statt hier nur der Flood geschrieben. Das sind some evidences, was hier von geschrieben hat, das hört sich so, redet von der Flood. Und hier auf der Zeit, fängt wir von, wo der Sultan vor Gott kommt in Himmel. So er hat nach Tautritt Access, wo wir sagen, zu Gott beim Himmel. Vielleicht ein ganz neue Gedanke für ihn. Aber das wollte ich hier sagen. Dort kommen alle vor Gott und Gott fragt ihn, wo bist du was? Dann sagt er, ich habe ihr dran gerannt und ich kann nicht tun. Dann sagt er, oh, hast hier abgesäumt, mein Gerechter deiner. So dort fängt wir durch so und dann fängt wir von, wo der Sankas hier war, vom Evangelos in Körper. Dort passiert dann, da weiß ich nicht, wo das passiert ist, aber da hat es passiert. Dann fängt wir von Daniel, wo dann Luther sind. Dort passiert in NLF bei der Prince of Persia. Und dann haben wir von Offenbarung, Revelation. Da habe ich von, da wird beschrieben, dass im Krieg im Himmel von dem Feind und Michael the Archangel. Da haben einfach direkt gefährt und der Feind hat muss verspielen und da hat muss raufkommen. So die Frage ist, ich will hier noch ein Datum, welcher Point haben moven. Woraus wird Christus gestorben? So die Frage ist, wann ist das Krieg passiert? Oder ist das passiert? Vielleicht soll ich das so sagen, wo in Offenbarung Kapitel 12 empfangen. Vor das sehe ich mir sicher, dass es nicht passiert. Weil die Ursache ist, wir fangen von der Untersuchung nach, vor Gott kommt und der noch mit Gott in Kontakt hat im Himmel und hier auf seine Zeit. Dort also nur dem Voll. Nur die Menschen sind voll und auch nur den Süden sind voll. So, bei hier, wo ich nicht von weiter, was wird passiert sein, warum Süden wird sein von Himmel rübergejocht. Und dann fingen wir, some würde sagen, dass es Jesus sterben wird, dort ist, wo Salvation vorig muss und das, wo am rübergejocht wird, because Christus war der Erlösung von uns. Und ich würde sagen, was in der Future passiert, und der Ursache ist das, in diesem Kontext, wie hier von redet dann aus, dass der Sultan, das sagt, da ist in der Welt draufgeschoben, und das sagt, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down. The accuser of our brethren. Brethren, braucht wie für die Gläubigen in Christus. Der Neue Testament ist voll von Brethren. Wenn wir von Brüdern reden, dann reden wir immer von New Testament Believers. Wir sind Brüder im Herrn, so wir wirken. Der Accuser wird vor Gott wird Tag und Nacht, dem wird richtig vor Gott. Das heißt, du beständig was auf the Gläubigen, the brethren accused, day and night. So, obviously, als hij doet, en hij accused de Gläubigen. Tweede reason waarom de Gläubigen komen is, wenigstens als hij is richtig staat is, dan komt hij naar de Welt, dan hij attackt hij naar Früh. Deze Früh fängt in Offenbarung
Kapitel 12, lesen wir mal von, diese Früh verstehe ich so als Israel. Wenn ich jetzt sage, diese Früh wurde der Man-Child zur Welt gebracht. Und dort als Jesus in Israel bracht Jesus zur Welt. Und heute Tag der Früh, und der Früh wird dann ein Escape Route gegeben into der Wüste für 3,5 Jahre. Er wird Pflichten gegeben und dann wird der Feind und verfolgt, der wird dann zum Glauben kommen, durch die Persecution. Wenn Offenbarung ist hier geschrieben, und Offenbarung, nicht alles, aber der meiste Part von dort als Future Tribulation Time, und das dealt sich viel mit Israel. Aber dann lässt sich dazu verstehen, dass der Feind ist in den Himmel und der beklagt uns, der Gläubige, vor Gott, Tag und Nacht. Okay, nicht bloß einmal oder zweimal. Das sage ich, he was there day and night accusing the brethren. Und du hast Luther mal von haben, was passiert ist. Aber der Kampf war noch eine Zeit gekommen, wo der Feind war ganz gelimit sein, zu der Welt. Und dann sagt die Bibel, rejoice for they what in Himmel sind, but woe to the inhabitants of the earth. Because all seine Macht, all seine Demons, they were restrained sein to the earth. Und dann war es hier schrecklich sein. Und dann war es awful sein. Und da war nicht weit vor the return of Christ sein. And the rapture will have, in my understanding, would have happened over here before the war happens. Und so was wir sehen dann ist, dass der Feind, der schafft nicht bloß an Menschen. Der schafft und der fährt gegen die Engel, der accused die Brüder vor Gott, so der brucht der accused uns nach einmal vor Gott, und der fährt gegen uns, und der braucht mit all seiner Macht, der Gott sein Werk zu retten, zu sehen zu bringen und dort nicht zu bringen. Und so, aber was wir finden ist, dort Gott seine Engel, Gott seine Macht als Gerater, und der wird gewinnen. Er hat over and over, hat er gewonnen, all in history, und der wird ganz bei der letzte Sieg, was passiert, wenn Christus vertreibt, dann wird er den Süden ganz die Macht wahrnehmen. Und dort fingen wir in Offenbarung 20, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. So ein Engel kam und der Bank sucht am Fuß mit einer Chain und schmeißt am the bottomless pit in. So there is definitely lots of conflict in the spiritual realm zwischen the golden angel and the demonic powers. And so that is on the teeth as basically up or goes up. And so there is like a lot of information, nicht viel application. Aber wir als Christen können uns freuen, dass die Macht Gottes in unserer Seite ist und dass wir an der Jevaner Seite sind. Wenn wir uns entschließen, dann für Gott zu leben und an seiner Seite sind, dann wo wir Sieger sein und das Feind wird verspielen. Er ist unheilend, er weiter, dass er verspielen wird, er ist danach unheilend und er schafft in aller Macht, wo er kann, Gott sein Werk zu vernichten. Das sehen wir durch die ganze History. Und warum es so viel Zank, so viel Streit, so viel Mord ist nicht alles bloß von Menschen Natur, sondern von der ist, und dauerhaft mit den Sultan zu tun. Und wo er auf dieser Welt regiert hat. Und nicht bloß den Sultan, aber auch seine demonic powers. Der Prince of Persia ist gar nicht necessarily bloß Sultan gewesen, da ist ein demonic power gewesen, wo der Kingdom of Persia hat influenced, jeden Gott in Welt zu gehen. Gut, weil wir zum Schluss gehen, ich würde fragen, wie wir uns hoffentlich zum Schluss gebeten. Let's pray. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir, Lord. Ich danke dir, dass du ein siegreicher Gott bist, dass du ein allmächtiger Gott bist. Vater, ich danke dir, dass du als Engel gemacht zu uns bedeuten, zu uns helfen im Kampf, Lord. Wir weiter, dass wir haben keine Macht, Lord, aber ich danke dir, dass du uns Macht gibst, dass du den Helden Jesus und auch durch den Engel, was du abhältst für uns tun, Lord. Wir preisen dir, dass du so ein mächtiger Gott bist und dass du hast die ganze Welt gemacht. All the physical things that we zijn done, Lord, and all the invisible things that we nicht met onze ogen zijn done, Lord, dat hast du gemacht für deine eer. En ik bid, Herr, dat we ons die kennen worden kennen, die verherrlichen, Lord, en ook die eer dag voor dag leven, Lord. Dat bid ik in die naam. Amen. Wir singen Nummer 449 zum Schluss. Nummer 449.
So gehen wir nun, Herr Jesu, fort, gestellt erquickt durchs Lebenswort, was unser Herz genossen hat, das bring hervor die Glaubenstat. Bespring uns nach mit deinem Blut zur Sicherheit vor Satans Wut, zur Heiligung und Reinigung und lieblichen Vereinigung. Behalt uns, Herr, an deiner Hand, dein Auge sei stets auf uns gewandt. Lass unser Auge auf dich auch sehen, in deiner Kraft und